Gut läuft. Ja. Ja, ist so. Okay. Wir waren letztes Mal beim 10. Kontaktbericht und ja, der halt sehr wichtig ist und machen wir jetzt halt weiter. Und zwar der 100. Satz von Semjase lautet: Im Menschen sollte das ständige bewusste Gefühl herrschen, dass er dem Schöpferischen angehört, mit seinem eigentlichen geistigen Atem, seinem eigentlichen geistigen Sein, alles groß geschrieben. Es soll ihm bewusstseinsmäßig klar sein, dass sein eigentliches geistiges Sein untrennbar eins ist mit dem Schöpferischen, um so in diesem Bewusstsein die materielle äußere Welt zu überwinden. Ja, das sollten wir einfach klarlegen, dass geistige Sein, das ist das, wir haben ja dort mal eben Geist gebraucht. Das geistige Sein ist Schöpfungslebensenergie. Ja, das zieht sich jetzt natürlich durch den gesamten Text. Ja, natürlich, durch alle Kontaktblöcke durch. Wir haben praktisch bis letztes Jahr haben wir, oder das vorletzte Jahr haben wir den Geist gebraucht, weil der Mensch das so gelernt hat. Und das versteht, was gemeint ist damit. Und jetzt ist angefangen worden, das bei der richtigen Bezeichnung zu nennen, Schöpfungslebensenergie. Das, was der Mensch beleben tut. Und wenn also die Rede davon ist, der Geist vom Mensch ist Schöpfungslebensenergie. Ja. Ja, und weil wir erst lernen mussten. Ja. Ne? Mit dem Wort Schöpfungsenergieform hätte ja niemand was anfangen können. Nein, hätte nie. Von Anfang an hätte niemand können anfangen, irgendetwas können anfangen damit. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Ja. Man hat langsam, wie wenn du einen Beruf lernst, du musst von Grund auf lernen. Eins nach dem anderen. Ja. Anders genau. geht's nicht. So. Genauso wie du letztes Mal sagtest, das, was du schreibst, ist das, was gesagt werden muss. Und dann der nächste Schritt wären eigentlich die Kommentare dazu, ja. was wir hier im Grunde machen. Ja, richtig, aber der Mensch muss noch selber denken lernen dabei. Und das tut er in der Regel nicht. In der Regel tut er einfach die Sachen entgegennehmen, glauben und so weiter und so fort. Aber selber darüber nachdenken tut er selten. Das muss er zuerst anfangen lernen. Ja, das kommt auch noch. Dann, ja, weil die Kommentare tiefergehend sind als der Basistext. Ja, und das gibt halt dann für die einen und anderen Menschen gibt das Missverständnis, weil sie selber nicht darüber nachdenken, dann verstehen sie etwas Falsches dahinter. Und statt dass sie gehen nachfragen und eine Erklärung haben dafür, nachher, wo gegeben wird, dann leben sie im Falschen weiter. Ja. Ja, je klarer das Denken wird und je realistischer, wirklichkeitsnäher, desto besser kann man es verstehen. Aber das ist eben, müssen wir alles erst entwickeln. Ja, halt. genau. Ja. Wie alles und jedes. Ja. Wie wenn du den Beruf lernst. Ja. Ja, genau. Da geht man auch immer mehr in die Tiefe, so immer mehr Erfahrung und dann. Richtig. Ja. Du fängst eigentlich bei Null an. Ja. Dann kommt 1, kommt 2, kommt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und weiter. Ja. Ja, so, weil du das erzähltest, halt, dass
als ich dieses Beispiel gab, Semjases Ehemann, wenn man ihn retten würde sozusagen, bevor der Unfall war, und dann sagst du, das geht nicht. Und ich dann so, und dann habe ich musste ich auch länger drüber nachdenken, weil da auf der einen Seite leuchtet mir das ein, jeder Moment ist wie so ein eigener Raum in der Zeit, ne? So wie du es mit dem Haus mal erklärt hast, jeder Moment ist sozusagen, oder jede Zeit ist wie ein eigener Raum. Und mir leuchtet das jetzt schon immer mehr ein, dass das nicht helfen würde, weil sonst würde entweder jemand anders sterben oder egal wie weit man zurückgeht, man kriegt's nicht aufgedröselt. Es ist halt passiert. Es ist halt passiert. Ja, es ne? ist eben passiert. Und da war dann, würde man, sagen wir mal, ein böses Beispiel, aber man würde sozusagen mit einer Armee in die Vergangenheit und dort Krieg anfangen. Dann, oder generell, man würde ernsthaft versuchen, was zu verändern. Nicht nur im Kleinen, sondern im Größeren. Da müsstest du das logisch tun können, dass er keine Nachwirkungen hat. Ja, da habe ich nämlich, das wusste ich, was sind dann also irgendwas müsste sich doch verändern über die Zeit. Ja, eben. Es müsste eine logische, wie sagt man, Nachfolge geben. Oder? Es müsste sich logisch so formen, dass wir in die Geschichte einpassen. Wie würde das aussehen? Das verstehe ich. Ich weiß, ich glaube zumindest zu wissen, was du meinst. Aber das geht nicht. Ja, es sind so viele Variablen. Das wär illusorisch, weil es einfach unmöglich ist, dass du in der Vergangenheit etwas kannst ändern. Ja. Das kannst du nicht. Was passiert ist, ist passiert. Was geschehen ist, das ist Geschehnis, das ist vorbei. Das kannst du auf keine Art und Weise ändern. Du kannst aber in die Vergangenheit gehen. Kannst zum Beispiel einem Wissenschaftler einen Tipp geben, dieses und jenes. Er kann dort anfangen zu forschen. Und dann geht es in die Zukunft. Du kannst ihm da einen Rat geben oder du kannst ihm einfach sagen, so und so, denk über das nach. Aber du musst es selber machen, ich kann es nicht machen. Oder? Er muss es selber machen. Er muss selber etwas tun dafür. Sonst geht es nicht in die Zukunft. Ja. Das, was ich bringe in die Vergangenheit, das bringe ich effektiv in die Vergangenheit, aber es hat keine Wirkung auf die Zukunft, weil da schon alles passiert ist. Ja. Aber wenn das ist so wie so ein Samen pflanzen und wenn er dann sozusagen dem Erde und Wasser gibt. Ja, richtig. Dann läuft es in die Zukunft. Das ist wie wenn du im Garten einen Samen im Boden nicht tust. Ja. Du tust ihn dann rein und dann kann es wachsen. Ja. Du kannst aber nicht das ändern, was schon passiert ist. Du kannst höchstens dem sagen, machen wir keinen Krieg. Er kann dafür sorgen, dass es keinen Krieg gibt. Ja. Oder? Aber das muss passieren, lang bevor dann der Krieg tatsächlich kommt oder nicht kommt und so weiter und so fort. Das kommt dann auf denjenigen Mensch drauf an, was er aus dem macht, was du ihm dann weiss ich, wie lange voran sagst. Ja. Oder? Ändern kannst du ja nichts dabei.
Du kannst ihm nur einen Rat geben, mehr nicht. Was er aus dem Rat macht, das ist seine Sache. Das ist sein Bier. Das kannst du nicht ändern. Ja. Also es könnte, sagen wir dein Beispiel, du rätst jemanden, einen König oder so, keinen Krieg anzufangen. Ja. Und in den Geschichtsbüchern da war ein Krieg. Ja, Aber das kannst du ja nicht ändern. Ja, aber jetzt gehst du zurück und gibst dir den Tipp, keine gute Idee. Ja, das nützt dir nichts, das ist ja bereits passiert. Du kannst ja nur irgendetwas gucken, sagen, mach das und das oder schau das und das, forsch in dem und dem. Ja, oder aber stell dir vor, der geht jetzt aufgrund deines Tipps. Ja, dann würde es sich aber in der Vergangenheit ändern. Und dann wäre es nicht mehr in den aber schon passiert, bevor wir daher gehen. Ja, aber würde das dann sozusagen aus den Geschichtsbüchern verschwinden? Nein, das ist ja passiert. Er hat den Rat, den du ihm gegeben hast, entweder befolgt oder hat er nicht befolgt. Ja. Und darum hat es ja das und dieses und jenes gegeben. Und das steht dann in den Geschichtsbüchern. Ob es dann so und so viel verfälscht ist davon, das spielt ja kein Rugel. Ja. Sondern es passiert genau das, was er dann macht aus dem, was du ihm gesagt hast. Und das ist ja dann passiert, das weisst ja du heute. Ja, Beispiel die Römer, die in einem Teutoburger Wald eins auf die Mütze bekommen haben. Ja. So, man geht hin und sagt dem General, ich hieß anders, aber so lass das sein. Und er geht halt, sagen wir mal, nicht durch diese Gasse da. Ne? Ja, vielleicht hat man das gemacht, vielleicht nicht. Frater fragt sich, wie hat der geschalten? Dass es dann das und dieses und jenes gegeben hat daraus, wo du heute weisst, es ist passiert. Du kannst nichts ändern in der Vergangenheit. Du kannst nur demjenigen sagen, was du denkst, was er soll machen. Ob er das macht oder das Gegenteil macht, das wird dann das erweisen heutzutage, wo wir nachlesen können in den Büchern, es ist das und das passiert. Er hat das und das gemacht daraus. Oder er hat einfach nichts gemacht. Ja, genau. Sagen wir, du gehst halt zurück und sagst dem das. Ja, und mehr kannst du nicht tun. Nein, ist klar. Aber und du kommst zurück und es ist in den Geschichtsbüchern steht das nicht mehr drin. Dann hätte er doch deinen Rat befolgt. Ja, das ist möglich. Das wäre möglich, weil war ja mit dieser Lampe, die du da hinterlassen hast, im 13. Jahrhundert in Frankreich. Ja. Das ist ja nachher in den Geschichtsbüchern, also auch nur ein- oder zweimal, aber ist es aufgetaucht, dass da dieser Mann war mit diesem künstlichen Licht, also mit diesem Licht, was keiner erklären konnte. Ja, natürlich. Das war halt deine Taschenlampe. Ja, das ist halt Taschenlampe gewesen. Ja. Ja, genau. Also als ihr dann zurückgekommen seid, hatte sich das verändert. Ja, natürlich. Das hatte sich verändert, ja. Das ist dann gemacht worden. Ja, er hat das anderen Leuten gezeigt und so hat es sozusagen Einzug in die Geschichtsbücher gefunden. Ja. Ja, und dahingehend war mein Gedanke, man kann das nicht selbst aktiv ändern, das verstehe ich, aber man könnte versuchen, auf viele Dinge Einfluss zu nehmen und man könnte sozusagen anfangen, die Vergangenheit zu beeinflussen. Ja, aber was heutzutage, wo du weisst, es ist das und das passiert, kannst du nicht mehr ändern. Ja, es ist ja bereits passiert. Und was passiert ist, kannst du nicht ändern. Weder jetzt, noch morgen oder übermorgen, noch gestern, noch vorgestern oder sonst weiss ich, wo in der Vergangenheit. Kannst du nicht mehr ändern. Ja. Also,
es ist eher, also wenn man das versuchen wollte, die Geschichte umzuschreiben, um so dann zu sagen, hey, es hat hier immer zu viel Krieg gegeben, lass uns die in der Vergangenheit aufklären. Ja. So, nur als Beispiel. Es ist trotzdem im Grunde ein aussichtsloses Unterfangen, weil das ist die evolutionäre Entwicklung auf diesem Planeten. Ne? Mhm. Es bringt eigentlich nichts. Nein. Nein. Also, ja. Weil ich stelle mir vor, dass wir sind halt so Du kannst in die ignorant. Vergangenheit gehen, du kannst von einem Mensch irgendetwas hören, wo er sagt, wo wertvoll ist, wo untergeht, wo überhaupt nie geschrieben ist. Und du kannst das in der heutigen Zeit kannst du das aufbringen, kannst sagen, so und so, diesen und jenen Weg. Ja, Mehr kannst du eigentlich nicht tun. ja, Oder du kannst in die Vergangenheit gehen und kannst einem sagen, es wird sich in Zukunft das und dieses und jenes ereignen. Und er kann dann sagen, oder ein Buch schreiben oder was zu seiner Zeit dann gesagt wird, was gedruckt wird oder geschrieben wird oder und so weiter und so fort. Das festhalten dort drin, was du ihm gesagt hast. ja. Aber du selber Nein, kannst ja, selber gar nichts tun. ja. Ja, die jeweiligen Personen müssen das dann selbst tun. Richtig. Ja, Ja. So, was du heute jemandem sagst, das kann morgen oder übermorgen oder in 10, 20, 30 oder 50 Jahren kann das die Sprache kommen von ihm und er kann sagen, so diesen und jenen Weg. ja. Ja. Ja, ist halt so. Das ist halt so, das Ja. kannst du nicht ändern. Ja. Ich befürchte halt, dass die Menschheit auf der Erde halt dann töricht genug ist, wenn wir irgendwann mal diese Technologie entwickeln, Mhm. dass sie sagen, oh ja, jetzt lass uns die Vergangenheit ändern. Ja, das kannst du nicht. Okay. Das heisst ja, auch in Deutschland, nicht nur da in der Schweiz, Blicke in die Zukunft. Ja, die kann es verändern. Ja. Oder Einfluss drauf nehmen. Ja. Ja. Das kannst du tun, Mhm. aber nicht die Vergangenheit Mhm. kannst du nicht ändern. Du kannst die Zukunft ändern. Ja, Durch das, was du sagst, durch das, was du machst und so weiter und so fort. ja. Du kannst die ganze Zukunft dann ändern. Ja, indem man Einfluss auf die Gegenwart Richtig, nimmt. Mhm. richtig. Ja. Mhm. Okay. Dann, Blicke nie zurück. Blick immer nach vorn. ja, Das heisst von alters her schon. ja. Ja, Traumata sind zum Beispiel, dass man eigentlich immer in die Vergangenheit schaut. Ne? Ja. Die können gar nicht, dann kann man gar nicht in die Zukunft Nein. oder in die Gegenwart, sondern man Nein. ist immer in der Nein. Vergangenheit gefangen, Mhm. regelrecht. Ja. Sie sagt dann weiter, diese schöpferisch-philosophische Wahrheit und Erkenntnis sollte stets in erster Linie das menschliche Denken, Fühlen und Handeln beherrschen. Denn nur wer eins mit dem Geist ist, kann auf die Dauer erkennen und auch Gutes verrichten, denn er hat die Möglichkeiten der Schöpfung in sich. Nichts Negatives im unendlichen Universum kann ihn mehr berühren und versklaven. Dieses Verbundenheitsgefühl mit der Schöpfung, Das muss sich der Mensch selber schaffen. ja, Durch das, dass er wirklich denken tut und sich damit verbinden tut und das auch spürt. Nicht irgendein einfaches Gefühl, sondern es ist so wie eine Empfindung. Und eine Empfindung ist sehr viel mehr als ganz einfach ein Gefühl ist. Ein Gefühl
entsteht durch Hören, durch Sehen, durchs Reden und so weiter und so fort. Eine Empfindung, das ist das, wenn du einen Mensch siehst und du machst dir Gedanken um den, du schaust ihn an, du kriegst irgendetwas von seinen Schwingungen mit. Du weißt dann, der Mensch ist so, er ist so, er ist so. Das empfindest du. Und das geht tiefer, als ein Gefühl geht. Ein Gefühl ist eine reine Sache, die du selber produzieren tust. Durch deine Gedankenwelt. Und eine Empfindung, das ist das, was von außen her auf dich eindringen tut. Wo dich formt. Wo du kannst leben davon. Wo du kannst effektiv existieren. Und das kannst du wahrnehmen. Nicht gefühlsmäßig, sondern wirklich wahrnehmen. Wie soll ich dir das sagen? Du kannst das wirklich realisieren. Das ist etwas ganz anderes als Gefühl. Darüber macht sich kein Psychologe da Gedanken drum. Ja, wenn in unserem Sprachgebrauch, wenn wir das Wort Verbundenheit verwenden, sagen wir ja auch manchmal, man hat ein Gefühl der Verbundenheit, aber das kommt mir so ein bisschen falsch vor. Ja, das weil ist eigentlich eine rein Empfindung. gedanklich. Das ist Ja. rein gedanklich. Ja. Das produziert der Mensch da oben. Das ist nicht das Empfinden. Ja, das ist keine wirkliche Verbundenheit. Nein, das ist ja keine Verbundenheit, eine wirkliche Verbundenheit. Ja. Eine wirkliche Verbundenheit geht nur empfindungsmäßig. Ja. Ja. Genau, und das andere ist rein gedanklich, wo der Mensch sich denkt oder einbildet oder weiss ich was. Ja, ich bin jetzt verbunden mit dem und diesem und jenem. Oder? Ja, ja, oft einbildig. Ja, richtig. Ja. Also sieh dir Ehen an, die dann nach ein paar Monaten schon wieder auseinandergehen oder nach 1-2 Jahren. Das Eben, ist, da rede ich die Woche zum Beispiel, da haben sie im Fernsehen gebracht, da vom Gottschalk. Der hat sich jetzt scheiden lassen von seiner Frau. Der ist etwa 30 oder 40 Jahre mit der zusammen gewesen. Und wie geht das? Das ist keine Verbindung da. Das ist nur gefühlsmäßig, wo sich der Mensch etwas einbilden tut. Ja. Ja, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Es ist wirklich eine Einbildung. Das ist da oben geschaffen. Das ist nicht ein Empfinden. Wir sind jetzt zusammen, ja. Oder? Ja, eine wirkliche Verbindung, wenn man das einmal also entwickelt hat, dann bleibt das fürs Leben. Ja. Finde ich. Also wenn man sich irgendwie trennt, dann nicht irgendwie. Ja. In der Regel ist das ja, man streitet sich dann oder. Ja, die streiten miteinander oder weiss der Teufel was oder es geht um Geld oder weiss ich. Ja. Aber Vermögen. Also man würde sich, wenn eine wirkliche Verbundenheit da ist, nicht trennen. Dann spielt überhaupt kein Ruggel, was passiert. Ja. Oder? Ja, könnte ich mir nur vorstellen, eben, dass, was weiß ich, man ist im Kriegsgebiet und man schickt seine Frau mit den Kindern weg oder was auch immer. Aber das ist ja dann
durch Umstände hervorgerufen. Ja, Das genau. ist dann nicht, weil man sich Ja. trennen will, sondern Genau. um das Überleben Ja, der Kinder genau. zu sichern oder was auch immer. Das ist wieder etwas anderes. Das wäre was anderes, ja. Ja. Das ist nicht, weil man sich trennen will, sondern Ja. Nein, sondern da steckt ein Zwang oder weiß ich Ja, was dahinter, oder? ja. Ja, aber wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, so von Leuten, die ich kenne, wo ich den Eindruck habe, die sind verbunden, empfindungsmäßig. Ja, das ist eine verdammt kurze Liste, sag ich dir. Also, Ja, in der Regel ist es einfach von den Menschen gefühlsmäßig bedingt. ja. Wenn wirklich Gefühle vorhanden sind. Wenn es nicht einfach um das geht, wie soll ich dem sagen, wo es einfach eine Spekulation ist. Ja, ja. Genau. Du bist ein gutes Geschäft. Ja, Ja. genau. Ne? Ja. Ja, wo dann wieder der Materialismus im Grunde hintersteckt, Ja, ne? Und genau. dieses Berechnende. Ne? Ja, das sind für mich dann, du musst erstmal zum wahren Menschen werden, um eine wirkliche Verbindung eingehen Ja, zu können. genau. Sonst kannst du das nicht. Ja. Das sind sonst alles so Scheindenken, Scheinfühlen und Scheinliebe. Richtig. Ne? Ja. Ja. Du kannst gebildet sein, ungebildet sein, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Wenn eine wirkliche Verbindung da ist. Ja. Ja. Aber eine Sache fällt mir jetzt doch ein, wenn sich herausstellen würde, dass der eine jetzt irgendwie wirklich schwerverbrechermäßige Verbrechen begangen hat, da könnte ich mir dann schon vorstellen, auch wenn man sich, aber das würde eigentlich jemand, der so weit ist, dass er wirklich eine empfindungsmäßige Verbindung hat, der ist kein Schwerverbrecher. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass da eine Trennung Sinn macht. Also, ne, da würde ich dann auch irgendwann. Ja, also, natürlich, ja. aber das kann ich mir nicht denken, dass das jemals zustande kommt. Ja, genau, weil Weil der Mensch, der wirklich empfinden tut, sich gar nicht könnte anschliessen an eine Persönlichkeit oder ein Mensch, wo morden tut, oder weil ein Mörder ob ein Passionsmörder ist oder sonst irgendwie sein Ding hat zum Morden und so weiter, weil so ein Mensch gar nicht so eine Empfindung ausstrahlen kann. ja. Das ist, Ja, das ja. ist einfach nicht möglich. Ja, der ist evolutionär gar nicht Nein, sozusagen dazu nein, fähig. Ja. nein. Mhm. Das ist einfach unmöglich. Mhm. Ja. Dann, wenn ein Mensch eine Empfindung hat, dann ein Empfindungsvermögen hat, dann merkt er das blitzartig, dass der andere Mensch keine Empfindungen ausschicken kann. Ja. Dass er sich also auch nicht zu dem herzogen empfinden. Ja, ja, Oder? ja. Oder? Da kannst du nicht sagen, fühlen oder Ja, nach dem, oder? Weißt du, das ist, ein Fühlen ist etwas völlig anderes. Da kann sich ein Mensch zu einem Mörder hin fühlen können. Wie auch sonst zu einem anderen Menschen und so weiter und so fort. Können zusammenleben. Er ist oder sie ist ein Mörder und das andere ist einfach ein simpler Mensch, oder? Ja. Ja, das passt nicht. Genau, Nein. Ja. Sie sagt dann weiter, 118. Satz, der normale, bewusstseinsmäßig
unbedarfte und durch Religion und andere irreale Lehren beeinträchtigte Mensch aber vermag weder zu sehen noch zu hören oder auch nur ein Jota der Wahrheit zu erkennen. Sein Leben ist unbewusst, umso mehr aber in menschlich-materielle Bahnen gepresst. Dadurch ist er blind, taub und unwissend. Ja, das ist ja die Regel. Das siehst du Alltag, dass das tatsächlich so ist. Ja, die Religionen lassen im Grunde gar keine Evolution zu. Ja, weißt du, es gibt 2 Arten von Religion. Die religiöse Religion, wo also eine Heilige oder der liebe Gott oder weiss ich was mitspielt. Und dann gibt's noch die weltliche Religion. Auch das ist Religion. Der weltliche Glaube, wo mit dem lieben Gott überhaupt nichts zu tun hat. Materialismus ist ja auch... Ja, Materialismus zum Beispiel. Ja. Das ist ein Sparter davon, wo maßgebend ist. Das ist ein Glaube. Ja. Das ist Gläubigkeit, eine religiöse Gläubigkeit. Also weißt, die Religion, du musst einmal das Wort definieren, was das überhaupt heisst. Eine Religion ist nicht einfach Glauben, sondern eine Religion ist das, was man sagt, es ist rückverbindend. Also auf das verbindend, worum es sich handeln tut. Also rückverbindend, zum Beispiel auf das Materielle, auf den Materialismus. Oder? Dein Glaube führt automatisch aufs Materielle. Oder? Auf den Materialismus, also das ist jetzt Geld, oder, in dem Sinn, oder? Deine Gedanken laufen immer rückwärts auf das, ist rückverbindend aufs Geld. Religion heisst, oder ist der Ursprung Wert von rückverbinden. Es tut das, was du glauben tust, automatisch immer auf das rückverbindend sein, wo dich beschäftigen. Also Materialismus, Geld oder weiss ich was es dann ist. Ja. Religion heisst einfach rückverbindend. Ja, und dann eben Götterreligion oder so? Ja, das kann eben rückverbindend sein auf den Glauben an einen lieben Gott oder auf Heilige oder Engel oder weiss ich was. Oder rückverbindend eben aufs Materielle. Ja. Oder? Darum gibt's, also das macht sich ja keiner wirklich Gedanken darum. Weißt du, die wo da grosse religiöse Posten haben und so weiter, weißt du, Posten mit dem lieben Gott zusammen und so im Gedächtnis. Da macht sich niemand Gedanken darum, was Religion wirklich ist. Und besonders nicht die sich eigentlich müssten beschäftigen mit Psychologen, die müssten sich beschäftigen damit, ja. Die müssten wissen, was Religion wirklich ist. Dass es eine gibt, eine Religion eben mit dem Glauben an höhere Macht und so weiter und so fort, oder an einen lieben Gott einfach, oder und so weiter. Oder eben an Materialismus, aufs rein weltliche gesehen, auf die weltlichen Wert oder Unwert und so weiter und so fort. Beides ist Religion. Beides ist rückverbindend. Ja. Rückverbindend also auf lieben Gott oder sonst Heilige oder so, oder rückverbinden auf Materialismus, auf das Weltliche, auf das, auf dieses, auf jenes. Ja,
rückverbinden auf die jeweilige Irrlehre im Grunde. Ja, auf das, ja. Es, auch das Geld ist, Genau, wenn ist auch du eine Irrlehre. schaust, das ist eine Irrlehre. Ja, Oder? ne, mehr Geld macht dich glücklicher. Ja, Das ist eine ja, Irrlehre. das ist eine Irrlehre. Ja. Und die Heiligen sind die Superreichen. Ja, Das sind die Heiligen. ja, Die werden ja, ja, im da kannst du Forbes so Magazine, sehen. das sind immer die tollsten, ne? Ja. Die am meisten Geld verdienen. Ob das Schwerverbrecher sind, Ja. ne? Oder ganze Länder ins Unglück stürzen Ja. mit ihren Spekulationen, ne? Ja. Währungsspekulationen, ist ganz egal. Zum Beispiel es hat viele Frauen, die himmeln Massenmörder an. Die haben sogar noch Korrespondenz mit denen im Gefängnis. Das ist auch eine Religion. Das ist für sie praktisch ein Heiliger. Oder? Ja. Etwas Besonderes oder weiss ich was. Ja. Oder? Ja. Du kannst nicht einfach die Religion als eine Religion sehen, sondern du musst wissen, was dahinter steckt. Ja, und dieses Rückverbinden, das ist wie so ein Fliegenfänger, wie eine Fliege Ja, vom Fliegenfänger nicht wegkommt, Richtig. kannst du nicht evolutionieren Ja, über das einen ist gewissen so. Punkt. Genau. Hast du es erfasst? Du bleibst da einfach hängen Ja. in deiner Genau wie der Entwicklung. Drogensüchtige oder Drogen hängen tut. Mhm. Ja. Und auch eine Religion ist eine Droge. Ja, aber ich wollte gerade sagen, die Verhaltensweisen sind ganz ähnlich. Ja. So, wenn Auf die Art oder auf die Art. ja, wenn der Abhängige nicht das bekommt, was er will, dann wird er aggressiv und Ja. sehr unangenehm. Und wenn du einen Religiösen mit der Wahrheit konfrontierst, dann wird er auch ganz schnell aggressiv. Ja. Oder mit der Unlogik Ich sozusagen. hatte einen gehabt konfrontiert. in Merauli, in Indien, mit dem diskutiert, in der Ashoka rein. Der hat angefangen zu kreischen und brüllen und schreien und ist fortgelaufen. Ich habe ihn nie mehr gesehen. Ja, aber genau das ist die Reaktion. Also Ja. bei den anderen ist es vielleicht mehr nur inner, Ja. aber die fangen dann an zu diskutieren Ja. aber Ja. da kommt schnell Aggression Ja. gewöhnlich auf. Ja. Und wenn der Mensch nicht mehr weiter weiss, dann dreht er durch, oder? Ja, der hat jetzt mit Geschrei hat er durchgedreht. Ich weiss nicht, was er nachher gemacht hat. Ich habe ihn nie mehr gesehen. Was hast du dem gesagt? Ja, wir haben über Religion diskutiert, weißt, über den Hinduismus und über den Buddhismus, weißt, das ist der Ashoka-Ashram, das ist ja buddhistisch gewesen, oder? Und die Jugendherberg ist hat da dazugehört zum Ashoka. Oder? Und da ist halt das und dieses und jenes hergelaufen. Und da sind halt auch Leute gekommen, die gehört haben von mir, dass ich dort gearbeitet habe. Oder? Also, ich habe ja dort auf dem Dock Hill, auf dem Dings oben gearbeitet. Oder? Und da sind halt Leute hergekommen und wollten wissen, wer ist das, oder? Und dann ist mir halt ins Reden gekommen. Und vielfach, sehr vielfach ist mir eben auf die Religion gekommen. Weil dort ja der Buddhismus vertreten worden ist. Weißt du, sie haben den Buddhismus gehabt, von Dings oben runter. Wie heisst das? Tibet oben runter. Tibetischer Buddhismus. Ja, ja. Und eben, da sind auch Hindus sind da auch gekommen, weißt, und auch dort, da die Richtung und die Richtung, genau, weißt du, das ist auch nicht einheitlich dort, wie im Christentum auch nicht. Da hast du den Katholizismus, da hast du den Protestantismus und die sind auch wieder in Sekten aufgeteilt, oder?
Genau wie beim Buddhismus, genau wie im Hinduismus und so weiter und so fort. Und da hast du halt diskutiert mit diesen Menschen, oder? Ja. Ne? Ja, das ist und, halt so. okay, der eine hat jetzt extrem reagiert. Wie haben die anderen so tendenziell reagiert? Bestimmt auch nicht Ja, das freudig. hat bis zu wir sagen das, ja, das sage ich jetzt nicht. Weißt, bis zum Boden aber zerstört. Ja, ja, da Und kein himmelhoch Wunder. jauchzend und eben schreien und fortlaufen, alles Mögliche hat es gegeben, oder? Ja. Und da war ja auch der erste Mordanschlag auf dich. Da ist der mich da in den Arm getroffen hat, Ja, ja. ja, Da hat es noch einen Polizeibericht gegeben, ich glaube, den habe ich irgendwann noch. ja. Da hat es einen Polizeibericht gegeben, ja. Ja, das hat dann schon seine Runde gemacht, ne? Ja, Das ja, Gleiche wie dir schon in der Kindheit hier in der Schweiz, ja, dass sie hinter dir her waren, ja. ne? Ja, das ist ein Sendung, wo geschossen hat, der hat eben von der Schweizer aus Ja, die hat, haben den instruiert ja, ja, sozusagen, ne? aufgewiesen. Ja, ja, ja. Ja, aber wenn du da länger gewesen wärst und so geredet hättest, dann Ja, da da wären die auch gekommen. wäre noch weitergekommen, noch weiter, oder? Ja, Ich bin ja dann, nachdem dass man auf mich geschossen hat, 3 Wochen später bin ich dann weggegangen. ja. Ich glaube, Bernadette hat noch eine Kopie von dem Polizeibericht. Polizeibericht. Ja, Ich glaube es. ja, es ist, ja. Gut, sie sagt dann weiter, 123. Satz, sein Sinn, also jemand, der diese Verbindung hat zu seinem Sein. Sein Sinn gleicht dem weiten, unendlichen Meer und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das fand ich eine schöne Metapher. So, Ja. dass, Mhm. ja. Nur ein ausgeglichener Sinn, der verwurzelt ist im schöpferischen Dienst, in der schöpferischen Weisheit, seinem Wissen, seiner Liebe und Freude, die wirklicher sind als alle materiellen Wände ringsum, und die menschliche Umwelt sind wertvoll und bewusstseins- und geistentwicklungsdienend. Ja. Und da lernst du dann umeinander zu brüllen, wenn es notwendig ist, Ja, weil es einfach muss sein. ja, oder als sie, Ohne, du kannst mit dem anderen völlig normal reden, nebenzu wieder, also das spielt dir keine Rolle, weißt du. ja, Da brüllst du einfach, weil du auch keine andere Wahl hast, ja, weil dir nicht zugelassen wird, weil das nicht kapiert wird, was du sagst. ja, Es ist cool, aber die Menschen sind sehr weg, weißt du, wenn es anbrüllst, dann fangen sie an zu denken. Voran nicht. ja. Ja, also habe ich mit dir ja auch schon erlebt. Es war nur einmal gewesen, aber da hast du mich auch angebrüllt und dann dachte ich, als ich dich dann eine Stunde später gesehen habe wieder, dachte ich, jetzt hat er bestimmt so ein Gesicht. Aber war nicht so. Also du bist null nachtragend. Nein. Null. Das gibt's bei dir gar Das nicht. darfst du nicht sein. Ja, aber das hatte ich vorher noch nie so erlebt. Irgendwie, ob das mein Vater war oder wer auch immer, Freunde, wenn irgendwas vorgefallen war, Nein, du dann, brüllst einfach, weil es notwendig ist. Ne? ja, Weißt du, da schaffst du kein Gefühl damit und nichts, rein gar nichts schaffst du da damit. ja, In dir hin. Kein Gefühl und nichts. Du brüllst einfach, weil es brüllt sein. ja. Ja, um da so Auch wenn du eine Unterbrechung in diese falschen Gedanken zu bringen. Ja, Ne? Dass das merkst du bei dir, musst du mal auf dich Acht geben. Das stellst du blitzartig bei dir fest. Auch jetzt. Du hast ja kein Gefühl. ja, ich bin, Du bist neutral. ja,
Eben. Wenn du normal redest, dann bist du auch neutral. Hast auch kein Gefühl, du machst dir ein Gefühl dagegen für das, was du sagst, was du reden tust. Erst wenn es emotional wird, oder, dann merkst du, dass etwas in dir vorgeht. Aber wenn du ganz normal reden tust, dann merkst du das nicht. Da kommen dann kein Gefühl und nichts auf, sondern du redest, du redest einfach ohne jegliches Gefühl. Ja, auch was mich wundert, so, ich dachte, ich habe ja schon heftige Sachen auf dem Kanal gesagt, so, alle Regierungen sind korrupt und regierungsunfähig und solche Sachen, ne? Ja, Nicht, wo man den Popularitätspreis mitgewinnt. Ja. Und ich werde aber kaum angegriffen, weil ich das ruhig sage. Ja. Und niemand und wie soll ich sagen, auch bezüglich Religion, ne, dass alle Religionen Unsinn sind. Ja, ich sage das ganz ruhig. Ja, natürlich, weil du einfach normal reden tust und da gar nichts anderes denkst als an das, was du sagen tust. Du bist also nicht emotional dabei, sondern einfach, du sagst einfach das, was notwendig ist, ohne dass eine Emotion reinkommt. Und das ist genau dasselbe, wenn du umeinander brüllst. Du bleibst einfach so, wie es normal ist. Ja. 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 So ist das, Michael. Ja, und auch wenn natürlich ist mir schon bewusst, dass dann religiöse Menschen sich angegriffen fühlen. Aber ich sage das nicht, um sie anzugreifen, sondern ich sehe das als Fakt. Das musst ja Religion. Gar nicht. Da musst gar nicht. Du musst nur reden, du musst nur brüllen, dass die anderen ruhig sind und anfangen darüber nachzudenken. Ja. Und das machen sie nämlich. Ja. Ja, bei Selina war das ja auch mal so, als sie die am Bart gezogen hat. Ja. Das war eben auch mal, da war sie wirklich frech, ne? Ja. Da war ich gerade gekommen, 2018. Weißt du noch? Das erste Mal saß ich bei euch oder das zweite Mal mit auf dem Divan, auf der Couch. Und dann wollte sie ja nicht zur Schule, ne? Und dann saß sie zwischen uns und dann hat sie deinen Bart gegriffen und den nicht losgelassen. Und dann haben wir da eine Minute mit ihr gerungen, dass sie wieder deinen Bart loslässt. Ne? Und da bist dann auch wirklich laut geworden. Ne? Ja, das musst du eigentlich machen, da kommst du einfach nicht drum herum. Ja, und dann hat sie halt auch gemerkt, das war vielleicht nicht so gut. Ja. Ne? Aber war ja auch wirklich frech, ne? Hat ja die Barthaare ausgerissen. Ne? Ja. Ja, weißt du, das macht sie etwa auch jetzt, wenn sie einen Anfall hat, dann. Ja, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist ja dann unkontrolliert. Ne? Da greift sie dann irgendwo aus Angst, so, ne? Um sich irgendwo festzuhalten. Ja, richtig. Ne? Ja. Aber das war nicht aus Angst. Die hatte keine Lust. Ne? Und naja. Der war schon lustig. Aber da war ich auch total, dachte ich, oh Gott, das eskaliert jetzt. Ne? Und dann bist du aber, dann hast du da geraucht wie so ein Schlot innerlich. Und dann bist du aber auch wieder, sie hat das dann gemerkt, ich habe hier jetzt einen Fehler gemacht und dann hat sich alles auch wieder beruhigt. Das ist eben der Unterschied, wenn die Kontrolle da ist, weil normalerweise eskaliert das dann, ne? Dann fliegen die Fetzen, ne? So, ne? Geschrei und Und da war das halt nicht so. Und das war auch so ein bisschen Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, geht auch anders, ne? Von dem genau. Dann sagt sie weiter, 137. Satz, von allem Unwissen kann der Mensch sich befreien, wenn er gewillt ist, die Wahrheit zu akzeptieren. Da muss man aber erstmal die Wahrheit erkannt haben. Ne? Weißt du, das bedingt immer das, dass du
das, was gesagt wird, oder das, was in Erscheinung treten tut, ist genau gleich, dass du dem auf den Grund gehst. Und sonst kannst du es nicht akzeptieren. Du kannst es erst dann akzeptieren, wenn du in dir selber nachforschen tust. In dem nachforschen tust, was dir gesagt wird, was du gesehen tust und so weiter und so fort. Ob es der Wirklichkeit entspricht. Nur dann kannst du es akzeptieren und sonst nicht. Ja, das ist eben Das ist genau erstmal das. musst du mit der Wahrheit in Kontakt kommen. Ja. Dann musst du die überhaupt an dich ranlassen, sozusagen. Also Eben. die meisten Du kannst eben an dich herkommen lassen oder an dich ranlassen, wie du sagst, das darfst du eben nicht. Du musst die ergründen. Ja, das meine ich dann als nächstes. Also, dass man sie nicht zurückweist. Ja. Und dann musst du es noch ergründen. Richtig. Mhm. Und dann kommst du vielleicht intellektuell dahin, ja, das stimmt, aber das heißt noch lange nicht, dass du es akzeptierst. Dass es dann akzeptieren tust, das ist ein anderes. Das ist dann noch ein Schritt. Ja. Ne? Ja. Das ist dann das, und dann, dass du auch anfängst dann zu leben oder so, ne? Genau. So, das gibt ja schon viele Leute, die wissen, dass du die Wahrheit schreibst, aber sie würden es halt nie zugeben. Ich weiß schon. Ne? Ja, ich habe gerade heute am Evi ein paar Briefe gegeben, muss ich gelesen haben, wo ich gesagt habe, lies mal die Briefe. Du glaubst nicht, Menschen, die früher, bevor sie die Figur gekannt haben, wie sie am Boden zerstört sind. Und heute, diese Briefe, die da gekommen sind, die ich mir gegeben habe, ja, man müsste fast sagen, die sind himmelhoch jauchzend heutzutage. Ja. Die haben sich gewandelt, haben den Weg ins Leben gefunden. Die sind heute sich selber, sie sind wirklich jemand geworden. Ja, sie leben jetzt wirklich ihr Leben. Ja. Ja, der eine hat geschrieben, er sei jetzt an der Universität. Das hätte er nie gedacht, dass er einmal an die Universität kommt und an der Universität lernen kann. Ja. Ja, ich bin gerade mit jemandem in Kontakt, der halt an der Uni ist. Na, und im Psychologiebereich ist der auch. Und wir hatten darüber gesprochen, da meinte ich, da wirst kaum was über Psychologie lernen. Das ist für ihn auch ein bisschen frustrierend, dass er mit niemandem im Grunde über deine Sachen sprechen kann. Ne? Also es ist schon schön, dass er halt an der Uni studieren kann, aber wir müssen gleich aufhören, ja. Aber andererseits ist er da ziemlich allein auf weiter Flur, ne? An der ganzen Uni. Und auch mit seinen Professoren ist schwierig. So, ne? Die sehen das gar nicht. Das ist ja so. Ja. Da kannst du nichts machen. Ja. Mensch muss selber geschieden werden. Ja. Ja, und Professoren müssen sich da auch durcharbeiten. Ja, logisch. Ne? Ja. Die sind da der Wahrheit nicht viel näher. Die haben nur mehr Wissen. Aber viel Mensch muss mal lernen, natürlich zu sein, natürlich seine Verhaltensweisen, seine Grundeinstellungen, alles zusammen natürlich entwickeln. Natürlich heisst es, wie zum Beispiel vor 2 Tagen, als ich ein Telefon hatte, wegen dem letzten Kontaktbericht da ist doch vom sexuellen Treten vor. Ja. Und da hat man die Sodomie ins Spiel gebracht per Telefon, oder? Und man ist
hinter das Zeug gegangen und hat das gelesen, das Telefon gekommen und hat das interpretiert, wie wenn das, weißt, das Natürliche, wo der Mensch schaffen tut, ist immer sein freier Wille. Oder er schafft alles natürlich. Es gibt nichts anderes. Der freie Wille ist natürlich, dass das vererbt wurde. Sodomie oder was? Ja, überhaupt. Ja, der Mann hat von der Sodomie hat er angefangen. Das ging ihm nicht in den Kopf, dass ich das vertreten und so weiter und so fort. Ich tue überhaupt nichts vertreten. Ich tue ja nur erklären, oder? Und es ist einfach falsch verstanden worden. Und habe ich nochmal jetzt in diesem Bericht dann nochmal etwas, wo ich mit dem Tag geredet habe, wo ich gesagt habe, er hat gemeint, für einen normal Denkenden sei das wahrscheinlich nachvollziehbar, aber für andere Menschen eben nicht. Oder? Ja, also Weißt du, wo der Sexualtrieb, der tut der Mensch selber machen, durch seinen Habitus, den er in sich entwickelt, oder? Seine Grundeinstellungen. Und die Grundeinstellungen, die haben das und dieses und jenes im Positiven wie im Negativen, oder? Und das ist nicht vererbt. Das ist nicht von einem älteren Teil vererbt. Sondern das ist die Einstellung, die der Mensch natürlicherweise sich selber schaffen tut. Und natürlich heisst der freie Wille, oder? Er hat den freien Willen, das ist ganz natürlich, wenn er sich das und dieses und jenes am Habitus, an seinem Habitus, an seiner Grundeinstellung schaffen tut. Das entwickelt, dieses entwickelt, jenes entwickelt, im Negativen wie im Positiven, im Schlechten wie im Guten, in der Ausartung genauso wie in der Tugend. Ja, der Trieb ist naturgegeben. Nein. Also, oder nicht? Nein. Na, aber ich meine, wie er sich äußert, das ist der freie Wille. Aber jeder hat sexuelles Verlangen. In irgendeiner Form. Nicht unbedingt. Oder auch gar nicht, dass er sich gar nicht entwickelt. Ja, richtig. Ja, das kann man also auch steuern, dass man gar kein und Interesse hat. Die Art, wie er sich nachher verhaltet, ob er auf sexuell die Form wählen tut, oder die Form, oder die Form, oder die. Ja. Das macht er selber, das ist nicht vorgegeben. Ja, platonisch. Es ist einfach natürlich, dass er das entwickeln tut. Ja. Das ist ihm aber nicht vorgegeben, das ist sein freier Wille. Und da kann es Ursachen geben, die du dir an den Kopf langst. Es kann durch die Erziehung zustande kommen. Es kann durch Lustausartung kommen. Es kann durchs Beobachten kommen. Es kann durch Indoktrination oder irgendwelche Umstände kann das entstehen, völlig natürlich. Ja, aber der Trieb generell ist schon etwas Natürliches vom Menschen. Also, aber wie der sich dann, ob der sich entwickelt oder wie sehr Arten tut, wie sehr Arten oder Formen oder mit dem sagst, das macht er selber. Ja, ob das ausartet oder nicht. Ja, das ist das ist alleine seine Sache. Das ist aber völlig natürlich. Natürlich aus dem Grund, weil es ein freier Willen ist. Ja. Oder? Ja. Es ist ihm nicht mitgegeben von Geburt auf, du musst so sein. Es ist kein Mensch, wird als Mörder geboren. Ja. Das ist einfach eine Ausartung, das ist wo er sich selber schaffen tut durch seinen freien Willen. Genau so jede Form von Sexualität. Meinst du dann natürlich,
auch wenn es ausgeartet ist, Auch dann ist es natürlich. ist es natürlich, weil Weil es dem es eben freien der Willen. freie Wille ist. Ja, darum ist es natürlich. Ja. Oder? Und das wird in der Regel falsch verstanden. Ja. Oder? Die tun natürlich mit dem assoziieren, dass es von Geburt auf so kommt, dass es vererbt ist. Dann müssten ja die Eltern oder ein älterer Teil müsste ja auch ein Server gewesen sein. Zum Beispiel eben, wo er gesagt hat, Sodomie, oder? Da müsste der Vater ein Sodomist gewesen sein. Wieso hat er dann einen Sohn geschaffen? Oder die Mutter eine Sodomin gewesen? Wieso hat sie dann ein Kind geboren? Ja. Ja. Ist ja ein Witz. Man sollte halt ein bisschen weiterdenken. Ja, ich denke, dass viele Menschen eben zum Beispiel Pädophilie oder Sodomie eben als unnatürlich ansehen. Im Sprachgebrauch. Dass das als unnatürliche Sexualität angesehen wird. Ja, Und das, es ist einfach ein Habitus, wo sich der Mensch schaffen tut. Ob es jetzt eine Pädophilie ist oder eine Sodomie ist oder aber das wird jetzt wichtig. Das ist besser, wenn man davon ausartend oder nicht ausartend spricht. Das ist, glaube ich, klarer, oder? Sodomie ist schon eine Ausartung. für den Mensch, der sie betreibt, eben nicht. Nein, für ihn ist es natürlich. Für ihn ist es natürlich. Das gebe ich zu, ja. Oder auch für einen Pädophilen. Aber es ist schon eine Ausartung. Er hat doch, glaube ich, da sogar gesagt. Natürlich. Mensch ist Mensch, aber der Mensch hat halt auch Ausartungen unter Umständen, je Ja. nachdem. Ja, kommt vor, ja. Ja, Ist so, ja. Komm mit mir. Ja.